Perfekte Büro-Herbstdüfte, Freunde. Yes. Moin aus Hamburg erstmal. Yes. Die möchte ich euch heute vorstellen. Da sind noch eigentlich geile bei. Ihr müsst natürlich ein bisschen im Büro aufpassen. Ich predige das immer. Ich bin auch Oversprayer, so sollte das auch sein. Man muss ja keine Mimose sein und da nur 3 Sprüher raufkloppen, sondern ein bisschen mehr. Aber im Büro müsst ihr ein bisschen drauf achten. Und ja, aber mit denen könnt ihr es auch gern im Endeffekt tatsächlich auch ein bisschen übertreiben und es wird keinen auf jeden Fall schaden. Ja, wir wollen mal gleich loslegen. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance aus Hamburg natürlich. So, und der erste ist der Blue Talisman. Ja, das ist normalerweise, ja, den hat man im Sommer vorgestellt, aber es ist eben im Büro und vor allen Dingen auch im Herbst, wenn es kühler ist, kann man mit denen gut rausgehen und auch dorthin gehen und dann im Büro sitzen. Warum? Nochmal, auch wenn ihr natürlich kein offenes Büro habt und ihr sitzt da ja nicht mit dicken Manteln und so. Das Ding ist, er funktioniert schon auf dem Weg dorthin, weil ich sage ja immer wieder, frische Düfte entfalten sich viel besser als im Sommer. Also die Sommerdüfte entfalten sich in meiner Nase und auf meiner Haut immer irgendwie geiler als im Sommer. Und ich finde das richtig nice, wenn es kalt ist und dann habt ihr so einen schönen frischen Duft. Dann mache ich Freshies und ihr wisst, ich bin kein Freshie-Fan. Das mache ich dann auf jeden Fall lieber und der ist perfekt. Wir haben hier einfach was bisschen Süßes, wir haben was sehr Frisches, Kühles, Zitrisches und die schöne leicht süßliche Zitrone, das cremig ist im Hintergrund, sehr schöner Duft. Das war ja ein großer Hype und das immer noch. Also ja, den solltet ihr schon in der Sammlung haben, wenn ihr ein bisschen Money über habt. Und dann kommt er natürlich auch im Büro sehr, sehr gut an. Das ist natürlich ganz klar. So, der nächste kommt von Guerlain, wie ich immer so schön sage. L'Homme Ideal, aber wirklich das Original. Es schaut jetzt anders aus, das ist noch der ältere Flakon und da habt ihr was Frisches und eine schöne Mandelnote. Ja, die schöne Mandelnote kommt hier wirklich nice. Immer wenn ich dieses Original rieche hier, muss ich schon immer sagen, warum trage ich eigentlich immer die anderen, ne? Aber ich hole es auch immer wieder fürs Büro raus für euch, weil es einfach dort wirklich gut hinpasst. Und es gibt diesen Duft ja noch. Viele wurden von Guerlain in dieser Reihe eingestellt. Ich begreife es bis heute nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Zum Beispiel das Super Cologne hier, auch wenn das nicht wirklich stark ist. Und dann hatten sie ja dieses Privé hier danach rausgehauen, was ein bisschen präsenter ist. Aber auch das wurde wieder eingestellt. Ja. Ich begreife es einfach nicht, aber muss ich auch vielleicht nicht. So, und hier schön mandelig, frisch. Das ist im Büro sehr cool und kommt auch gut an. Und da könnt ihr keinen mit auf den Sack gehen. So ist das. So, der nächste, der ist vielleicht schon ein bisschen präsenter. Ja, vielleicht sogar der stärkste aus dieser ganzen Reihe mit der Nouveau Monde von Louis Vuitton. Das Problem ist, oder es gibt eigentlich kein Problem, aber es ist eben der schöne, dieses schon dunkle Lederstyle ein bisschen, denn dazu aber auch cremig, ein bisschen orientalisch. Der kleine Bruder oder auch der schwächere Bruder von den Ombre Nomade, ja hier, den ich auch habe, den kann man perfekt, der ist elegant, sexy, den könnt ihr richtig gut im Büro tragen. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, ob irgendein Hans Wurst sich beschwert, weil warum sollte der sich beschweren? Der Duft ist absolut geil. So, natürlich müsst ihr da, das ist so ein bisschen so ein Punkt, vielleicht aufpassen beim Dosieren, aber ach ganz ehrlich, scheiß doch der Hund drauf, Alter. Ich weiß es nicht. Der geht auch so, ja. Dann als nächstes Bleu de Chanel, aber das Parfüm. Für mich der beste. Ja, es gibt diesen neuen, aber ganz ehrlich, wenn ihr den habt, braucht ihr den neuen nicht unbedingt. Und die Ledernote in den neuen da, naja, das ist hier schon immer noch geil. Elegant, holzig, frisch. Geil, Bleu de Chanel. Und ja, bevor jemand meckert, ja, ich nehme hier Bleu de Chanel rein, das Parfüm und warum, du bist hinterm Mond, du lebst hinterm Mond, wenn du jetzt meinst, du kannst doch nicht noch Bleu de Chanel hier reinnehmen. Also gleich mal vorweg, doch mache ich, sonst guck woanders. Fakt ist, der Duft geht einfach immer noch. So, die Ladies, vor allen Dingen im Büro, die stehen auf diesen Duft. So, du solltest, oder wenn du meckerst und meinst, das ist nicht so, dann solltest du mal drüber nachdenken ein bisschen, dass diese Düfte immer funktionieren, weil Frauen so eine Art Düfte mögen. Am besten noch das Eau de Toilette in Anführungsstrichen, aber ich wollte fürs Büro dieses Holzige ein bisschen mit reinnehmen und so weiter und so fort. So, und der nächste ist für die Frau auch, ja,
er zieht einfach das weibliche Geschlecht an. Das ist Prada L'Homme. Die Iris, das Frische, das ist einer, ja, der saubersten Düfte, die es eigentlich mitgibt. Sehr lecker, sehr schön. Und einfach elegant, sexy. Ja, wer Iris-Düfte mag, das ist ja noch die alte Version, die erste Auflage, besser gesagt. Ich weiß nicht, wie der aktuelle ist, aber so schlecht soll der nicht sein, habe ich gehört. Direkt, das wird ja auch fast jedes halbe Jahr immer irgendwie geändert. Es ist auch nervig. Inzwischen hat das hier alles auch nicht mehr mit Parfüm zu tun, weil es geht nur noch um Verwässern, neue Batches, Haltbarkeit, Nicht-Haltbarkeit, Sillage. Und nicht mehr um den Duft. Ja, eigentlich kann ich auch sagen, hier, ein schöner Flakon, schöne Flüssigkeit, guter Duft. Ja. Nein, aber dieses Iris, frische, pudrige, das ist schon sehr sexy. Wie frische Wäsche, das ist nice. Ja, und der nächste, Cool Water Intense. Hab den immer dabei. Ich habe den immer irgendwie in einer Liste, Cool Water Intense. Cool Water ist ja Klassiker. Und die ganze Flanker, das steht für sich. Die machen das gut. Da ist auch keiner unbedingt schlecht. Aber der Intense durch die Süße und dann dieses, ja, im Background Cool Water DNA nur anders irgendwie. Das ist so gut gemacht und eine gute Haltbarkeit. Da kommt ihr locker mit durch den Bürotag. Locker, weil ihr geht ja von 8 Stunden im Büro aus. Alles easy. Und der kommt auch richtig gut an. Schöne Süße und dann nicht dieses ganz extrem synthetische Cool Water. Das habt ihr hier nicht und deswegen ist das richtig nice. Im Endeffekt ist es neben dem Original oder vielleicht sogar im Endeffekt fast der beste, selbst vor dem Original. Aber das Original ist eben der OG, das kann man nicht wegdenken. Aber der ist so auch, der kommt einfach gut an, ne? Ja. Dann als nächstes, den hatte ich auch in meinem letzten Video, glaube ich, Zino Davidoff. Beste Barbershop-Duft für mich, wird verramscht, ist aber sehr nice. Dieses einfach Lavendel-Style, holzige, bisschen Tabak auch, denn elegante, maskuline, männliche, für 20 Euro in 125 ml könnt ihr nichts mit falsch machen. Wenn ihr den nicht mögt, verschenkt den weiter. Ihr müsst aber, Mann, das sind die Klassiker von früher. Das ist auch nicht operhaft, das ist einfach Maskulinität, richtig elegant, sexy, deswegen sage ich da nichts mehr zu. So, und jetzt kommen wir wieder zu einem Klassiker und ich habe ihn jetzt nochmal rausgeholt. Le Mal. Ja, das funktioniert einfach. Da müsst ihr allerdings wirklich aufpassen, auch wenn wieder die Schlaumeier meinen, ja, den rieche ich selber nicht und den riecht man. Ja, das ist leider das Problem. Aber nehmt ihr da ein paar Sprüher. Ich habe immer wieder ein Erlebnis mit Leuten, die diesen Duft tragen und die haben nicht die Vintage-Version, so, sondern diesen Duft und der steht im Raum. Also hier bitte Vorsicht. Natürlich ist das Kacke. Und natürlich ist das scheiße, wenn ihr den nicht selber riecht. Immer. Durchgehen. Das ist aber dann leider so. Könnt ihr nichts ändern dann. Manche nehmen den länger wahr, manche nicht und so weiter und so fort. Aber Le Mal, der Matrose, auch hier Lavendel, aber Kaugummi-Style, schöne Frische, Minze ein bisschen, geiles Teil. Also muss ich schon sagen, bombastisch gut. So. Ja. Ich habe es bei 8 gelassen. Ich wollte jetzt nicht noch einen reinhauen und noch 2 wieder so ein Top 10. Nein, diese Bürodüfte sind gut. Und vielleicht mache ich jetzt noch einen Teil 2 dazu. Wenn mir nämlich, ich sehe dann manchmal, ja, oder weiß es ja selber, scheiße, da sind noch 3, 4, die gehen auch. Und dann mache ich noch einen anderen Teil. Aber ich denke mal, so reicht das, weil das sind Klassiker, das sind so Endstil, nicht steril, will ich nicht sagen, das hört sich beschissen an. Richtig so normale Dinger, die wirklich gut ankommen. Weil ich habe wirklich von cremig, zitrische Frische bis bisschen Leder, bis ein bisschen holzig, dann pudrig, süß, leicht und trotzdem die Frische nie zu verlieren. Selbst in den Zino ist die Frische ja noch da. Der einzige, wo die Frische vielleicht nicht ganz so ist der Nouveau Monde, aber selbst der ist ja trotzdem sehr elegant in dem Fall wieder. Ja, schreibt mir runter, welche habt ihr so, wie findet ihr die so, welche bevorzugt ihr, von denen ich die vorgestellt habe. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und natürlich an alle anderen, die hier sind. Folgt mir bitte, vergesst das nicht bitte. Folgt diesem Kanal, macht einen Daumen nach oben für dieses Video und dann würde ich mal sagen, bin ich raus und dann bis zum nächsten Mal, Freunde.